I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Ja, gut. So, ich komme jetzt gerade. So, hallo Franzi. Meine Stimme. Mein Haar ist immer noch ein bisschen nass, aber das geht schon noch. Na, alles gut bei dir? Schön von dir zu lesen. Na, wie war dein Tag so gewesen? Ich hoffe gut. Ich hoffe, euch geht's auch allen gut und hattet einen schönen Start in den Freitag. Das heißt, wir haben das Wochenende. So schnell geht's. Die Woche ging echt sehr flott rum. Das ist schon echt krass. Manchmal. Wie schnell die Zeit vergeht, ne? Aber naja, so ist das halt, ne? Noch Kaffee noch. Heute ist ein bisschen ungemütlich irgendwie. Ich weiß nicht. Du bist meine erste Zuschauerin, Franzi. So. Party. Heute habe ich mir überlegt, wir spielen Vampire. Das ist auch so ein Vampirspiel. Es hat aber nichts von dem anderen Teil zu tun, was ich jetzt zum Beispiel gespielt hatte, diese Vampire Masquerade. Das ist was anderes, glaube ich. Und ja, gestern war ich ja beim Endboss bei dem Strange Brigade. Naja, bin noch nicht so lange wach. Ja, Hauptsache du hast ein bisschen was ausgeschlafen und das ist die Hauptsache, ne? Hast ja, glaube ich, dann einen freien Tag heute. Und ja, mache wirklich schnell. Ja, Hauptsache du hast einen schönen Urlaub gehabt, hast es genossen, hast ein bisschen schön Farbe bekommen.
Er hat es wenigstens ein bisschen Sommerfeeling gehabt, ne? Hier regnet es voll. Hier geht es noch, aber wer weiß, ne? Es ist immer am Wochenende so. Die Woche, es war echt warm gewesen. Ich dachte so, oh, kommt der Frühling jetzt schon? Und die Strange Brigade sind wir jetzt am Endboss. Den werden wir auf jeden Fall nächste Woche machen und das DLC auch. Ich habe mir gestern angeschaut, wie der Endboss geht. Also ist eigentlich nicht so schwer, bis auf, dass die Gegner dich dann ein bisschen nerven. Aber sonst geht's. Okay, dann würde ich sagen, dann starten wir auch mal. Ich hoffe, es hat auch installiert. Oh, 2 Balken. Zum Glück habe ich noch einen Ersatzcontroller. Sollte der jetzt ausgehen. Sonstiges. Ich bin auch noch ein bisschen müde, aber sonst geht's. Und ja. Machen wir das Beste draus. Ich muss erst ab Montag wieder arbeiten. Na dann super. Hast du am Wochenende immer frei, ne? Genieße es auf jeden Fall. Oh, ich habe keinen Ton. Okay, ich habe gestern, glaube ich, zu leise gestellt. Moment. So, ich hatte eben gar keinen Ton. Es war angenehm warm auf den Kanaren. Okay, wie viel Grad hattet ihr denn da? Ich denke mal auch schon so paar 30, oder? Denke ich mal. Ich warte erst mal, bis es hier ist, weil irgendwie... So. Warnung. Auch wenn Vampir auf dem medizinischen Wissen eines Jahres 1918 basiert wurde in Bezug auf die Verbindungen zwischen wissenschaftlichen Theorien und übernatürlichen Kreaturen zu künstlerischen Zwecken gewisse Freiheiten genommen. Anders gesagt, versuche nicht irgendwelche Krankheiten mit den Rezepten in diesem Spiel zu heilen. Darüber hinaus sind während der Entwicklung des Spiels keine Ratten zu Schaden gekommen. Das Vampir-Team. Okay. Ich kenne das Spiel jetzt auch nicht. Ich habe mir das mal schon ewig her geholt. Aber ich habe es nie angefangen. Dachte ich mir so, schaue ich mir das mal gemeinsam mit euch an und muss dafür nächste Woche am Wochenende arbeiten. Okay. Ja, schaut doch schon mal ganz nett aus. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht so laut bei euch. Wenn nicht, drehe ich sie ein bisschen runter. Irgendwie ist das andere... Ne, 30 nicht so, 22 aber gefühlt wärmer. Okay, das geht doch. Ich mache die Musik mal ein bisschen vielleicht leiser. So ungefähr. Super cool mit so einem Joystick hier. Video. Helligkeit. Ein bisschen mache ich noch heller. Sichtbares Kampf hat. Gameplay, Sprache, Untertitel. Untertitel. Lautsprecher. Nee, ich will doch keinen Lautsprecher. Weil sonst höre ich es auf den Controller dann. Das ist dann doof. Gameplay, Auto, Vibration an. Steuern gucke ich mir mal an. Ja, okay. Kriegen wir hin. Würde ich sagen, let's go. Story-Modus. Normaler Modus, schwerer Modus. Ich mache hier Story-Modus. Ich kenne das Spiel noch gar nicht. In diesem Spiel hängt der Schwierigkeitsgrad von dir ab. Je öfter du jemanden das Leben nimmst, desto leichter... Also. Da bin ich mal gespannt. Es ist so dunkel irgendwie heute ein bisschen.
Dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song Heute brauche ich but a viel call to Kaffee. arms? What is hate but jilted love? Ach, passt sich der What is Schwierigkeitsgrad life deiner Spielweise but an, oder death? wie? Pending. Anscheinend schon. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen probiere ich gerade ein bisschen aus, wie das geht und so. Ich habe jetzt Story-Modus. Death. Und ja. Mal gucken, ne? Since the apple was plucked from the sacred tree, Aber schaut doch schon mal ganz nett aus, finde mortality ich. was believed to be God's punishment. Das gab's mal, ich glaube To kostenlos keep oder so. mankind from Auf der ascending to the PS4 stars. Plus. They were all Da gibt's sogar jetzt nicht Last of Us, The Quarry. The Quarry ist jetzt auch enthalten. Also als kostenloses Spiel. Voll cool. Aber das habe ich ja schon durch. would be to never know its sweet kiss. Habe ich mir einmal gekauft. Awaken from the harsh Aber jetzt ist halt and be umsonst. born once more. Also PlayStation Plus Spiele. Ist jeden Monat irgendwas Neues enthalten. Oh. Ja, so will ich auch nicht aufwachen. Ich habe erstmal halben Herzinfarkt. Oh. Also töte nicht so viele Leute. Ich probier's. Also es ist nicht. Ich töte eigentlich fast kaum Leute, außer die greifen mich an, dann greife ich die auch an. Er braucht, glaube ich, Blut. 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 Give me blood. Thirsty. So thirsty. Kannst du dich noch ein wenig lauter machen? Ja, Moment. So besser? Vielleicht ist später ein bisschen zu laut, oder? Jetzt müsste es gehen, hoffentlich. Ich habe jetzt ein bisschen mein Mikro hoch gemacht. Bei OBS müsste eigentlich jetzt funktionieren, ich hoffe. Hä? Der beißt ja gar nicht. Der macht Luftblut. So, jetzt ist er wieder regeneriert, würde ich sagen, oder? My sweet brother.
Mary! Oh. No! Mary! Hold on! Please, hold on! Schon tot. Oh, super. Ja, es kann sein, weil mein Mikro habe ich ein bisschen ein Stück weggemacht, weil ich wusste jetzt nicht, ob es jetzt zu laut ist. Aber gut, dass du mir das gesagt hast, weil selber hört man sich ja nicht. Und selber hören will ich mich jetzt auch nicht. Das kann man zwar machen, aber boah, da komme ich ja durcheinander. Oh, she's dead. Aber das Spiel sieht schon mal ganz nett aus, finde ich. Mal gucken, wie die Story so sein wird. This horror. It's a nightmare. No! Oh shit. Please, a moment, let me explain! Toll, und wir können uns nicht wehren, ey. These patrols are after me. No! No! Don't shoot! Don't shoot. This is a nightmare. I need to get out of here. Wo muss ich hin? This can't be happening. Doch, das ist wahr. No, please, stop. I mean you no harm. Ich glaube, es ist hier irgendwo lang, keine Ahnung, wo ich hin muss. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Where'd it go? Shit, where'd it go? Renn. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Wollte mich hier noch erschießen? Who are you? Stupid beast! Hallo? Sorry. Ist nicht sorry. Keiner greift mich an hier. No, please, stop! Who are you? What do you want? Kann man von denen auch Waffen nehmen? Nö. Moment. Sich selber hören ist gruselig, da bringt ich keinen klaren Satz zustande. I mean you no harm. Ja, das ist echt komisch. Wie wenn ich Sprachnachrichten mache und sich selber hört. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Hört man sich so komisch an. What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ist ja noch verletzt hier. Angesammelte Schaden. Gewisse Elemente wie Feuer und Holz verursachen angesammelte Schaden, der den Höchstwert deines Gesundheitsbalken verringert. Okay. Verstehe. Und wie ich Energie. Irgendwie ist es mir ein bisschen zu dunkel. Mach noch ein bisschen hell, glaube ich. Ja, so ist ein bisschen besser. So war ich Let me auch. go. I need to find somewhere to hide.
to find shelter. Keep out. Is anybody there? Endlich war in Sicherheit. Wie bei Resident Evil. Immer Schrank vor die Tür, dass keine Zombies reinkommen. Dann der Trick. Place seems abandoned. I should be safe enough here. Ja, Hauptsache, wir sind mal hier in Sicherheit. Was ist das hier? Ein Foto. Oh, das war diese Frau. Oh. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Die Einrichtung ist auch ganz nett, finde ich. Feuer und Sonne. Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen, aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe mal persönlich einen Vampir an einem Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzt sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Oh, aua. Seine Augen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten. Klingt schrecklich. Als das Monster den ganzen Tag versuchte, freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wieder erholte, nachdem die Sonne hinter dem Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zur Asche. Feuer ist die Waffe unserer Wahl, Brüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Auskennt eure Feinde von Karl Eldritch, Anführer der Wache von Breven. Okay. Sammelobjekte, die gern. Ah, hier kommen die ganzen Objekte hier, okay. Ah, jetzt habe ich auch ein Inventar. Ich kann doch zweihändig, okay. Munition. Aber ich habe noch keine Waffe. Nö, vielleicht kriege ich noch eine. Was gibt's denn noch? Charaktere aus der Leben. Okay. Und hier ist die Karte. Okay, das geht ja noch. Ich habe mir die größer vorgestellt. Und wir sind hier. Southwark. Keine Mission. Was ist das? Unbekannt. Bürgermenü. Okay, cool. Wir haben uns schon mal das Menü angeguckt. Schillinge. Ah, hier liegt schon mal ein toter Mensch. Ja, verschieden. Ping, 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 ping. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets, are you serious? Ich hoffe auch. I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible.
Eine Uhr, okay. Tick-Tack-Uhr. Gehen wir hier zu der ersten Etage. Hier ist viel verwüstet worden. Oh, ein Spiegel, das bringt doch eigentlich Pech, oder? Außer wenn er ihn selber erschlägt. Sieht der da überhaupt was? Dreams for the Red Queen that sleeps under crown stone, that she might linger longer, her eyes as white as wool. Who goes there? A prayer for the summoned by warring song. A child born from darkness must take scent of his path. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. Was ist jetzt los? Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt gestorben, weil ich im Spiegel geguckt habe. Aber die Tapeten sind ja süß mit Röschen oder so. Schillinge. Können wir uns anscheinend Waffen mitkaufen. Sachen irgendwie. Gucken. Oh. Ja, damit. Jetzt kann ich mich besser verteidigen. I hope. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Revolver. No, it never got easy. Und zeigt er da drauf? Ich kann das nicht gucken. Was haben wir hier? Blutiges Tagebuch. 15. Oktober, schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Aber morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden. Nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es, morgen ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. 19. Oktober. Becky hat sich ein paar Stunden nach dem Essen übergeben. Sie ist inzwischen so schwach, dass ich weinen möchte. Sie sagt, bei Nacht höre sie draußen Stimmen. Sie sagt, sie möchte Fleisch essen. Wo soll ich Fleisch hernehmen? Morgen werde ich das Haus gegen Plünderer verbarrikadieren. 21. Oktober. Die Männer mit dem Schauflader haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht gleich in das riesige Loch werfen.
Der Gestank ist furchtbar. Wir hätten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen. Doch Becky, sie weigerte sich zu gehen. Sie würde lieber sterben, hat sie mit einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich so? 22. Oktober. Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mich von der Treppe aus angesprungen und hat versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen und sie hat zurückgeschlagen. Ich bin nach oben geflüchtet und habe mich ins Schlafzimmer eingesperrt. Ich höre sie jetzt unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die ich seit dem Krieg zum Schutz des Hauses über die Zimmerdecke versteckt hatte. Ich bin jetzt tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich vor meiner eigenen Ehefrau zu schützen. Ja, heftig, oder? 23. Oktober. Ich konnte... Was ist das denn jetzt? Okay. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Becky hat die ganze Nacht hindurch an der Tür gekratzt und mich um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen. Aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt noch auf ihren Tod. Heftig. Es dauert nicht mehr lang. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. 24. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig. Ich habe versucht, runterzugehen. Becky hat in dem Sessel beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehäschelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Nur ihre Augen sind mir durch den Raum gefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr wundes Gesicht gezielt, doch sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken. Ich bin zurück in mein Zimmer gegangen. 25. Oktober. Das Haus ist still wie ein Grab. Keine Geräusche mehr. Becky ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Heftig. Was ist das hier? Okay, hinsetzen. Kurz This Pause. makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Ach, die Sonne scheint ja mal ein bisschen. Juhu. So be it. Oh. Will ich jetzt selber umbringen? Rational thinking only. Kann ich auch wegdrücken? Muss ich mich erschießen? Ich muss das tun. Oh nein. Anscheinend muss ich das tun. Es war der Prolog gewesen. Bis zur Unendlichkeit. Okay, das war der Prolog anscheinend. Jetzt fängt das Spiel erst an. Ja. Also ist das. Okay, das war anscheinend ein Albtraum, ha? Nee, hat er wirklich geschossen. Okay. Jetzt ist er unsterblich geworden. Zum Vampir. This is absolute madness. Ja, das ist echt verrückt. Starts with a real. As it is, as mad as the moon, who takes blinding sunlight into glowing reflection. Entwicklung. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen und deine Vampir-Sinne zu verbessern. Okay. Ich gehe mal ein bisschen nach unten. Erschieß dich. Wie brutal. Jetzt bin ich auch wieder da.
Heilung. Autophagie, passiv. Der Vampir nutzt die Kraft seines Blutes, um normalen und angesammelten Schaden zu heilen und die Regeneration seines Bleiches, seiner Nerven und seiner Knochen zu erhöhen. Mit der Zeit kann diese Vampirfähigkeit sehr mächtig werden und so manchen unvorbereiteten Vampirjäger überrumpeln. Wir glauben, dass Vampire unsterblich sind. Das ist wahr, aber wenn man ihren unnatürlichen Regenerationsfähigkeit ein Ende setzen kann, sind sie schwächer, als man denken würde. Okay. Freigeschaltet. Du bist eine Stufe aufgestiegen und fühlst dich stärker. Drücke. Okay. Aggressiv. Clown. Blutspeer. Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen von dir aufschlitzt. Du wirst ein Speer aus Blut, der Gegner von dir durchbohren kann. Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen und denen dann zielst. In einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und versucht schwere Schaden. Ja. Wenn wir das. Ich kann ja immer die Fähigkeiten ändern. Schattennebel. Der Vampir umhüllt sein Opfer mit Schatten, die nach einer bestimmten Zeit explodieren. Diese Explosion fügt allen im Umkreis mit nagelgleichen Sperren Schaden zu. Viele Vampire verwenden diese Fähigkeit, um Gegnergruppen aus der Entfernung auszuschalten. Sie glauben, uns mit ihren Werkzeugen herauszufordern zu können, doch niemand kann den Schatten trotzen. Körper. Zustand des Körpers erhöht seine Gesundheit. Aber habe ich, glaube ich, schon, oder? Und bis. Aber ich habe, glaube ich, keine Punkte mehr, oder? Doch. Okay, mehr kann ich nicht mehr. Vielleicht reicht das so erstmal. Ich bin nicht ganz unten. Okay. Voice in my head. Kapitel 1. If I'm Quarantäne. not mad, then it must belong to the one who made me. Ewiger What I am. Durst. I must find him to understand. Okay, Moment. Ewiger Durst. Es ist wieder Nacht. Ich bin jetzt in London. Ich glaube irgendwo in der Nähe der East End Docks. Ich habe keine. Das ist von Deutsch. Verschwinde in den Tiefen des Lurks. Viel Spaß. Ja, dann viel Spaß im Lurk. Ich weiß nur eines, irgendwie tötet sie Menschen hier, ermordet sie, schlachtet sie ab, trinkt ihr Blut, macht sie dem, was er selbst ist. Ist das, was mir geschehen ist? Arme Mary, meine arme Schwester, ich muss der Blutspur folgen, Antworten finden. Ich könnte vielleicht damit anfangen, Informationen darüber herauszufinden, was hier in meiner Abwesenheit passiert ist. So finde ich auch denjenigen, der mir es angetan hat, der mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Erreiche Northbank. Fällt heraus, welcher Vampir dich geschaffen hat und konfrontiere ihn, Robbe. So, dann machen wir weiter. Das ist die Hauptmission, okay. What I have become.
hier Sonstiges irgendwie noch? Gut, müssen wir anscheinend jetzt raus. These people want me dead. I need to leave now. Ah, hier kann ich durch. Here's the leech. Here! Ah, ich kann das jetzt genauso machen wie bei My head's anderen. spinning. Come out, you coward! Clever fucking beasts! It's locked, all right. Warum ist die Tür jetzt verlockt? Okay, schnell. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Schocken. Drücke Dreieck, um deinen Flock zu verwenden und Schockschaden zu verursachen. Du kannst geschockten Feind beißen, okay. Die, vermin! A strength I never knew I had. See them fancy clothes? This shouldn't be Shit, that leech is fast! Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Ah, okay. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Was ist das hier? Hä? Hier war ich doch. Aber kann ich das nicht richtig markieren? Wo ist der hin? Saugbar Bridge. Quarantäne. Quarantäne ansteckende Krankheit. Darf die Quarantänezone ohne schriftliche der lokalen Gesundheitsbehörden betreten oder verlassen. Autorisierte Angestellten dürfen diesen Schriftstück verändern, zerstören oder entfernen. Gegen diese Regelung verstößt, muss Strafgebühren entrichten.
Schließen Sie sich den Truppen an. König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich den britischen Truppen an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an der Front. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. It's locked. Geschlossen. Ist das hier? Nein. Der kleinen Maus tue ich nichts. I cannot enter. Beam. The dizziness from the jump. I can now control it. Ist alles so immer zu. Hier geht's nicht weiter. Ah, jetzt ich bin richtig. Aber wie kann ich Pistole benutzen? L1. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Müsste ich eigentlich hier bei dieser Bank sein? Schillinge. Leihhausdock. Status. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. So. Wechsel zwischen deinen Vampirsinn. Folge den Spur des Mörders. Fresh blood. The smell is so strong. Aluminiumfragment. Keine Spur. Ein neuer Unterschlupf ist im Bezirk verfügbar. Sie ist auf der Karte. Okay, cool.
Da sind Blutspuren. Geht die Spur hier weiter. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Ich dachte, Don't hä, worry, warum redet er things nicht? can only get worse. Ist jemand hier in... Was ist hier los? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Wer ist diese Kanalratte? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Ist es bloß ein Märchen? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Ist jemand in die Bar gekommen? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Auf Wiedersehen. I'll leave you to your bottle then. Guten Durst. Hallo, Herr Kellner. Das ist mein Kreis. Oh, God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Ich suche jemanden. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Ich muss diesen Mann treffen. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Alles gut, solange wir nicht selber keine Ahnung werden. Stell den Mann in Obergeschoss der Türquoise-Turtle. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Wie wissen die, dass wir da sind? Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word with anyone. Well, that's something I can do for you. Dann erstmal uns ja halt verbrennen lassen und dann erstmal reden. Erstmal leiden und dann können wir reden. Wie gemein. And who might you be? Sie zuerst. Tell me, who are you? First, tell me what you want.
then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Sie scheint sich ja auszukennen. Ich bin auch ein Opfer. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Dann helfen Sie mir. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Ich bin mir... Oh. A shadow, indeed. Okay. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Ich werde ihn erledigen. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ich könnte mich trotzdem hier kurz umsehen. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Jetzt war Schilling geklaut. Verfolge den Mörder, befrage die Anwohner. Okay. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. It's locked. I think I'm losing my mind. It's a good thing you cannot see Far me away from this place as I can. Kann man die hier fragen? Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Ich will die Wahrheit. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Erzählen Sie mir von ihm. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Zwei Why Jahre. not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Bürgerhinweise. Du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm in Zusammenhang steht. Ah, hier.
Okay. Ich rede jetzt nochmal mit den hier. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Ist jemand hier in die Bar gekommen? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making Der love mit to that seiner gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Was ist hier los? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Wer ist die Kanalratte? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Das ist bloß ein Märchen. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. Are they stupid or something? I've never even been to Kann der uns noch Welcome was back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Erzählen Sie mir von William. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Ich muss ihn finden. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? A tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Okay. Dann haben wir schon mal einen Anhaltspunkt. I will get to the bottom of this intrigue. Freiwillige für die Rüstungsindustrie Briten arbeiten Hand in Hand. Wir suchen Arbeiter, die technische oder verwandte Berufe gelernt haben. Melden Sie sich doch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützt die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen. Anti-Fließbänder und versorgt die Front. What's been done to me? To this city? Was zum Entwickeln? Muss schlafen gehen jetzt. Was steht denn da? Bin im Weg. Schau mal kurz diese Share weg. Ruh dich aus, okay. Ich glaube, ich gehe nochmal zu der Bar zurück und soll mich ja ausruhen. Jetzt die Bar nochmal. There's no one in. There's nobody here. Okay, ich gehe mal zu meinem Unterschlupf. Was ist denn noch hier?
Egal, jetzt zur Mission. Ihre Stadt braucht sie. Statt sie Leben, das durch effiziente medizinische Hilfe gerettet wird, ist ein Stich ins der Epidemie. Freiwillige machen den Unterschied. Jetzt bin ich hier richtig. Ist auch alles Blut. Okay, Schillinge. Hallo, drück X. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Aber wie benutze ich Nebenwaffe, Hauptwaffe? Benutze ich dann andere Waffen? Achso, ich habe jetzt noch keine normale Waffe, okay. I cannot enter. I cannot enter. So schnell ist meine Treppe hochgegangen. Da unten sind aber auch Blutspuren. Moment. Karte des Gegners. Um einen Gegner in der Nähe zu finden, um ihre Karte anzuzeigen. Manche Gegner können gewisse Schadensarten besser widerstehen. Es gibt 4 Arten von Widerständen. Okay. Not a good place for a stroll. Look lively! It's on to us! Murdering bastard! Over there! There's one of them. Doesn't like burning, does it? Watch it! Over there! There's one of them burning.
muss. Neue Praktiken, neue Taktiken. Ich weiß, manche unserer Gefährten glauben, ihr größter Vorteil im Kampf gegen die Blutsauger sei, dass sie tagsüber nicht rausgehen. Also können wir ihre Verstecke suchen und sie ausschalten, während sie hilflos schlafen. Das ist ein Anfängerfehler. Erstmal sind Vampire listig und sie haben viele Finten und Tricks parat, um ihren Verstecken nicht gefunden zu werden. Zweitens stellen sie gefährliche Fallen, um jene, die ihren kostbarsten Rückzugsort eindringen, zu töten. Es würde uns zu viel Zeit und zu viele Leben kosten, Vampire in ihren Verstecken zu finden und auszulöschen. Die beste Taktik ist, ihnen zu folgen und sie zu vernichten. Wenn sie wirklich am verwundbarsten sind, nachts, wenn sie jagen, dann ist es einfacher, sie anzugreifen, da sie leichter entdeckt werden können. Deshalb muss die Wache von Privé neue Taktiken zur Jagd auf die Blutsauger entwickeln und anwenden. Kleine, bewegliche Patrouillen und Taktiken, die wissenschaftlichen Fortschritt und moderne Kommunikationswege nutzen. Wir können viel vom Krieg in Frankreich lernen. Neue Strategien, neue Ausrüstung und neue Waffen. Granaten, weißer Phosphor, ultraviolettes Licht, kugelsichere Westen und Flammenwerfer. Die Wachen von Priven müssen im 20. Jahrhundert ankommen. Aus einem neuen Krieg wurde Prithee McGollum Anführer der Wache von Priven. Wo muss ich dann hin? Moment. Untersuche die Boote, folge der Blutspur. Schilling. Hier geht's weiter. Es sind so viele Blutspuren. Da oben. Du hast eine Unterschrift gefunden. Hier kannst du deine verteilen, während du dich ausruhst oder Gegenstände am Arbeitstisch herstellen. Cool. Können wir uns ja gleich hier mal ausruhen. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Ah, hier kann ich dann Sachen machen. Legen wir uns gleich erstmal schlafen. Waffen. Okay, ruhen wir uns erstmal aus, dass wir erstmal uns entwickeln auch. Ich kann hier nichts tun. Die folgende Nacht. Was kann ich jetzt hier machen? Ach so, okay.
gar nichts mehr. Wie kann man seine Waffe ändern? Ich will ja gerne andere Waffen. I don't know. Waffen wechseln. Aber hier passiert nichts. Geht, glaube ich, noch nicht. Hier geht's weiter. Nachtragstatus. Da geht's weiter. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Abgenutztes Zentrum. Ich will ja gerne die Waffe wechseln, aber hier geht gar nicht. Verstehe ich nicht. Warum wechseln nicht die Waffe? Geht wahrscheinlich noch nicht. Egal. This place reeks of bloodshed. I'll not betray your trust. It's this first, you see. I'll need a drink. This creature is bedeviled. I must put it down. Oh Mann, gleich. William, please, stop. Hier ist Opfer. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Hinter dir. Okay. Sind gerettet. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait.
You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Weg ist er. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Wo kommt der jetzt Just her? give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Okay. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Schächen. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Okay, das machen wir aber gleich. Ich gehe ganz kurz auf AFK. Und dann geht's auch weiter. Bis gleich.
Oh, weiter geht's. So, okay. Nimm eine Blutprobe von William Bishops Leiche. Okay. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Das war schon okay. I must find a place to analyze the blood. Gibt's hier noch irgendwas? Zwillinge? Okay. Let's go. Die Sache läuft aus dem Ruder, glaube ich, soll das heißen. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Ich glaube, das Pembroke war auch bei dem anderen you were here Vampyr in service of your Masquerade, glaube ich mysterious order, auch. the Der Brotherhood Dr. of St. Paul's Swansea. Stone. Gab's Yes. da auch einer. But first and foremost, dasselbe I'm ist, a man weiß of ich nicht. science. Und ob A es zu den physician, Teilen auch like yourself, gehört. Dr. Reid. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reid, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reid. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Ist mir da oder was? Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. Oh, Arzt. I suspect you will Cool. find a better post of employment to Arzt. contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reid, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, Jo, wir sind this is Arzt. one for the book. The beginning of a beautiful friendship. Ja. Wie lange die Freundschaft hält, ne?
Pembroke Hospital. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reid here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Okay, wir sind Chirurg. Ja, oh je. Ich hoffe, ich muss nicht operieren jetzt im Spiel. It's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Haben wir jetzt neue Kleidung? Oh, schick. Auf zum Krankenhaus. Ich habe Dr. Swansea Hilfe angenommen und werde im Pembroke Hospital arbeiten. Ich hatte keine Wahl. Der Mann weiß von meinem Zustand und dass ich ein Vampir bin. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nichts über dieses abgeschiedenen Krankenhaus. Jeder hier wird mich für das halten, was ich nicht länger bin, nämlich für Jonathan Reid, den berühmten Arzt. Ich muss sie alle belügen. Die Patienten, die Belegschaft, dies ist jetzt mein neues Zuhause. Mein Versteck von jenen, die hinter mir her sind. Mein Versteck vor der Außenwelt, bis ich verstehe, was mit mir passiert. Okay, jetzt müssen wir das... Gehen wir zum Hotel. Hotel. Hospital. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Okay, komme ich jetzt hier ins Hotel? Hotel. Komm ich mal auf Hotel. Krankenhaus. Rotten or prestige, each heart contains the sweat of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Seien Sie höflich, ja. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Lecker. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reid. Name's Clay Cox. Cool. I'd appreciate you helping Clay me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to Name, that ey. better place. Qualität des Blutes. Die Blutqualität deutet an, wie viel Erfahrungspunkte du von deinem bestimmten oder Energiepunkt hältst. Je höher die Blutqualität ist, desto mehr IP erhältst du. Mesmerisieren. Um das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in den Band ziehen, um sie so an einer Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bandstufe muss genauso hoch wie oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Drücke L1 um Play zu Band. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Awesome.
bis zum bitteren Ende. Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Ich habe so viele Waffen, aber kann auch immer die wechseln. Eigentlich mit Steuerkreuz, aber irgendwie will es nicht funktionieren. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Hier lang, oder? Hier ist das Hospital. Krankenhaus ist voll. Wegen der Grippe nimmt dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf. Das Krankenhaus ist voll. Bitte kehren Sie wieder heim. Toll. Hurry now, Doctor. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members. Ich muss no nur matter noch how kurz was illustrious they erledigen. may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. Genau. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reid. Your office has been prepared. Vielen Dank. Uff, ich habe einige Fragen. I would like to ask a few questions first. Wie geht's Dr. Hampton? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Wo ist mein Raum? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Alright. Wer ist Dr. Swansea eigentlich? What kind of man is Dr. Oder Swansea? was für ein Mann? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Ich habe ihn gerade... Er kennt mich besser als ich ihn. Oder so. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Er kennt mich besser als ich ihn. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Gut. Thank you, Nurse Crane. Finde dein Büro im ersten Stück. Statt sie Leben, das durch effiziente medizinische Hilfe gerettet wird, ist ein Stich ins der... Also das haben wir schon mal gelesen. So ähnlich war das ja auch schon mal. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Was war das erste Stock? Was ist das hier? Wussten Sie, also... Wussten Sie nicht in der Öffentlichkeit. So, erster Stock links. Dr. Swansea. TBs. Hier ist unser Büro. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Artikel über Ikonen. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern.
ihre faszinierten psychischen und physiologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind dann ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Icons, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jede Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen. Wenn sie so schnell sind, so zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft, die sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalischen Grenzen gebunden sind. Mesmerismus. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne es Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen oder sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wäre, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärt mir, es brauchte Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, eine schmerzhafte löschen, die Möglichkeit seien unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entschieden sind. Vampire gieren nach Blut, sie müssen sich mit ihren Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jeden Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Sie erhält sie aufrecht, nur durch Blut können sie ihre übernatürliche Fähigkeiten voll ausschöpfen. Obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. Und das wirklich doch gar nicht. Toll, jetzt bin ich das. Wo war ich denn jetzt? Ah, hier. Am Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft von Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache, wenn er sich konzentriert kann. Ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen, im warmen Körpern durch Wände hindurch an vermeintlich saubere Waffen etc. Derselbe Vampir verriet mir, dass er sehe, ob Sterbliche gesundes Blut aber oder krank seien und dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könne. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Glasviole. The flower's dying. It needs water. Ruhen uns erstmal aus. Dum, dum, dum. Nein. Für Bestätigung.
Bitte nicht verwerfen. Die folgende Nacht. Oh, was habe ich gemacht? Achso, ich darf das nicht machen. Okay. Dr. Swanseas Nachricht. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle sie etwas ausruhen lassen und niemals ihren Raum betreten. Sie können ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken, nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt ins Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht stehen tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit allen nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Brainbrook, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Edgar Griff Swansea. PS: Ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckung über Econ dagelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um sich zu übervorteilen. Analysieren. Williams Bischof Blut am Arbeitstisch. Moment. Was ist denn hier Blut? Williams Bischofs Arbeitsplatz. Ach, dieses, okay. William Bishop's blood is much more Okay, ich unstable hab's than geschafft. human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Also ich habe mich doch gerade ausgeruht. Oder soll ich jetzt wirklich schlafen? Machen wir das. For the next night. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Nachtschicht.
Ich habe William Bishops Blut analysiert, aber das Ergebnis ist nur teilweise verwertbar. Das Blut der Probe war wesentlich instabiler als das eines Menschen und stark mutiert. Aber es ist nicht das, was mir widerfahren ist. Ich muss weitersuchen. Ich muss mehr Beweise über das sammeln, was hier von sich geht. Die Zeit mag auf meiner Seite sein. Auf Londons Seite ist sie ganz sicher nicht. Die Epidemie rammt 1000 Menschen dahin, die ganze, also rammt, steht am Rande des Zusammenbruchs. Ich glaube langsam, all das hängt irgendwie zusammen, aber bis ich jetzt erkenne, ich weder ein Muster noch habe ich eine plausible Erklärung. Vorerst muss ich den Arzt geben und jenen, die meine Hilfe bedürfen, bestmöglich helfen, während ich weitersuche. Unterstütze das Vampyr Kapitel im Umgang mit der Epidemie. Weißer Kittel. Gut, let's go. Nachtschicht. Sieh an der Tür nach. Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reid. Hurry up. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sie haben ja nichts zu suchen. Überhaupt keine Antiseptika? What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. Bisschen Small zur door at the end of a Leichenhalle. narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Betritt die Leichenhalle. Abgenutzte Sägen. T. Elwoods Patientenakte. Patient Thomas Elwood, männlich, Alter 28, behandelt von Dr. Tippett. Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September. Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung: Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angabe regelmäßige starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er wirklich am Überlebensschuld-Syndrom, an Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Flasche billiger Gin. Die Leichenhallen sind ja immer im Keller unten. Langer Brief.
Langer Brief, Birmingham, 27. Oktober. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier ist Brummen, ist die Lage nicht so gut, anscheinend ist die Grippe wieder da und in der Nachbarschaft gibt es viele Neuerkrankungen. Erinnerst du dich noch an den Miss Celler, diese fiese alte Schnapsdrossel aus dem 2. Stock? Sie ist vor 2 Jahren gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, in dem es vor ein paar Stunden eine Frau an der Krippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung deines letzten Briefs Zeit gelassen habe, weil der kleine Paul, Mama und Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten, finde ich kaum Zeit, meine Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt sich mein Sohnemann grüßen an dein Tantchen Pippa ausrichten. Du sollst den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächste Male nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überlegst, deinen Job in Pembroke zu kündigen. Ich finde, das sollst du dir besser zweimal überlegen, Pip. In der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund. Und nein, ich bin keine Schlampe. Du Moralapostelin. Wenn du also wirklich hinschmeißen und was Sinnvolles tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, sollst du doch vielleicht besser in London bleiben und diese Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast. Diese Wache von Privén oder so, hab noch nie von denen gehört, aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, ist es die etwas verändern will. Ist sie vielleicht das Richtige für dich? Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat meinen armen Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viele Stoßtrupps angeführt, verdammter Krieg. Wie dem auch sei, komm schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf den Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Viele herzliche Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. Gut, wie komme ich jetzt in die Leiche, Harley? Das haben wir von draußen schon gesehen. Wo befindet sich der Leichenschauer? Es wird spooky. Jetzt auch noch raus. Ist das so ein extra Raum? Medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Ich glaube da rein. Kleines Fläschchen. It's locked, all right. Okay, wie kommen wir jetzt hier rein? Scowl voices in the garden.
I should investigate. If they were to find somebody. Ja, wir kommen in die Leichenhalle. Ich brauche doch einen Schlüssel. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism. Oh, hallo Tabasco, danke für dein Look. Viel Spaß. Ihr Leben in London. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Die Patienten brauchen sie. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Wie lange sind Sie bereits Krankenschwester? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Aber ich muss irgendwie den Schlüssel herkriegen. Goodbye, Nurse Hawkins. Da steht, betritt die alte Leichenhalle. Aber das Problem ist... Ja. Ich komme da nicht rein. Ohne Schlüssel. Das ist nicht supi-dupi. Zerknitterter Brief. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt, ihnen zufolge ist dieser Mr. Hoax eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle, das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz schlechten Benehmens dieser Milton Hoax. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In tiefer Liebe, Nicolai. Wir sind alle tot hier schon. Moment. Hier ist Krankenhaus, aber ich komme nicht in die Leichenhalle. Das ist doof. Good evening. I'm Dr. Reid. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now,
I'm just Mr. Jadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. Vielleicht hat What do er you mean? Schlüssel. You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Persönliche Fragen, Handeln. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Codein ist eine Arznei, die effektiv als Schmerzmittel und Hausstiller verwendet wird. Steht da ein Schlüssel oder so? Es ist doof, dass ich nicht da reinkomme. Hier ist was, oder? Ist die Leichenhalle? Du musst dich in einem Bett ausruhen. Achso, das war hier. Was jetzt? Ah, ich hab's gefunden. Die alte Leichenhalle. Suche in der alten Leichenhalle nach nützlichen medizinischen Zutaten. Finde etwas Eisenatrat, Chinin, Natrium, Hypochlorid. Alright. Was ist das hier? Was ist das für Geräusche hier? Hier leben doch 100% noch irgendwelche hier. So dunkel hier. Was ist da hinten? Glasviole, toll. Schilling. It's locked. Besser so. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Was hat der hier?
Wässrige, kräftige Blutprobe. Ah, hier ist irgendwas aufgezeichnet. Chenin haben wir. Okay. I cannot enter. I cannot enter. 20 Wörter. Hier ist irgendwas. Flasche mit Alkohol. Hier ist was. This key will surely grant me access to the basement. Ich muss da runter. Ah! Weg. Balls of Mars, fortifiers. Eisenapparat. Das brauche ich nur Popular as noch they are Natrium. ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Vielleicht finde ich das hier unten. Jetzt geht's abwärts. Oh je. Das ist eine jede Menge. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Wieder Eisenadrat. Patron. Mir fehlt immer noch dieses Natrium. Okay, das habe ich. Natrium, wo ist Natrium? Vielleicht hier dran. So viele Türen. Glasviole. It's locked. Örtliche Untersuchung. Eine neue Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Drücke um das Menü förmliche. Okay. Büro der Pathologie im Pembroke Hospital. Untersuchungsbericht. Verstorbener Samuel Connor. Kaukasisch. Männlich, 39, unbekannt. Beruf Fischer. Todesart natürlich. Wahrscheinliche Todesursache schnell fortschreitende Pneumonie aufgrund Virus infizierter Lungenverdichtung spanischer Grippe. Gutachter Dr. Cochran Tibbets Schwester Quinn Bonangan. Name und Unterschrift des medizinischen Gutachters Dr. Cochran Tibbets.
Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Geöffnete Brust. The chest was originally open to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Mundwinkel. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Verletzte Arme und Beine. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Operierte Lungen. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Blutungen an der Brust. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Wo bekomme ich jetzt diese Natrium? Aua. Immer diese Eisendraht. Hier soll es irgendwie sein. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. So, hier ist das Natrium. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Gut. Stellen Sie eine Behandlung gegen Erschöpfung her. Befrage. Okay. Lebt der?
Soll ich denn die Sachen herstellen? Vielleicht oben in unserem Raum, Büro vielleicht. Da können wir vielleicht was machen. I hope. Gut. Ja, hier. Bringe die Medizin zu Dorian Crane im Patientenzimmer. Befrage, okay. Ist dein Büro? It's locked, all right. Patientenzimmer. I met him in New York. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Ja, I'm das ist Nurse die Gwyneth Köln Brannigan. schon mal. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future.
Ihr Leben in London. Wie ist die Lage hier? Erzähl vom Personal. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help. Frag einfach irgendwas. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, Nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Jemand hat sie versteckt. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Jemand, der besonders hervorsticht? Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Wie ist die Lage hier? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Der unsichtbare Feind. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Könnte das Krankenhaus versagen? Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Persönliche Fragen. Gebetsbehandlungsfehler. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reid. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Ja, kann ich nachvollziehen. I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, Yeah. I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. Ihre persönlichen Fragen. Leben in London. Ich hab alles. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Wo ist das hier? We have no effective treatment. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Leben in London. Ah, das ist der Tippins, okay. Uff, sind sie erschöpft? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Sie müssen... Doch Schwester Quinn macht sich Sorgen. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. Sorry. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Erzählen Sie mir von What Personal. can you tell me about the staff in the hospital?
Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Was ist mit Menschen, die sie schätzen? Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Was ist mit der Leitung? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Zurück. Wie ist die Lage hier? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Ist die Belegschaft wichtiger? It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Zurück. Über ihren Behandlungsfehler. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Was für ein Fehler. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Wie war er? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Wieso nicht kündigen? Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Ich schweige wie ein Grab. I will cover for you, Dr. Tibbets, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea, read poetry, and wait for death. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles durchgeguckt. Goodbye, Dr. Tibbets. Jetzt brauchen wir noch Ringe, die Medizin. Was ist das? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Dorothy Crane. Wo haben wir sie denn? Wer bist du? Steve? Dorothy. Was ist hier drin? They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Das glaube ich die hier, oder?
Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Nee, das ist sie auch nicht. Goodbye, Nurse Hawkins. Das ist sie auch nicht. Wer bist du? Achso, das ist die, okay. Wo bist du, Mrs. Crane? Die hier mit dem Blut geschmierte. Ja. I find you. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwenden die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Spricht mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Okay. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Tut ihre Kehle weh. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Ruhen Sie sich aus. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Doctor. Sprich mit Edgar Swansea. Verlockung des Blutes. Bedenke, dass dir das Blut von Bürgern eine große Menge EP gewährt. Suche Bürger deiner Bandstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht aus. Ja. Jetzt noch nicht. Ich spreche mit Dr. Swansea. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reid. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Grundführerverletzung. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Wozu die Lüge? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Die Chirurgen könnten. Schönheit ist nicht alles. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Pretty Face. Pretty face. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Wie gefällt es Ihnen bei uns? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Kann ich etwas tun? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away.
Wer behandelt sie? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Persönliche Fragen. Haben Sie lange gedient? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Ja, sonst gibt's nichts. Goodbye for now, Mr. Elwood. The giant mall disguised as a hospital. Okay, wir gehen jetzt zu Dr. Swansea. Der war ja auch, glaube ich, im ersten Stock neben meinem Büro. Oder war der hier? Ach nee, der war hier. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ihre Worte sind tröstlich. Ich bin ein lebendes Paradoxon. Dies ist ein Geschenk. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Sie müssen sich nicht entschuldigen. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ein Verräter im Krankenhaus spricht mit der Gönnerin des Krankenhauses. Gönnerin. Seltene Spezies von Vampiren. Als gelehrter und inniger Kenner der alten Schriften kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und Volkssagen nicht genug betonen.
wenn es darum geht, Hinweise auf dem verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist nur, die bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichen erachten, basierend auf unserem langsam über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen, bis wir 4 Entdecker der Bruderschaft in Sibirien Beweisen dafür fanden, dass Furkurts eine wolfsähnliche Art von Vampir sind, betrachteten wir diese Wesen als Entsprechung des mythologischen Werwolfes. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Was ist mit dem Rakshasa aus meinem Heimatland? Was ist mit dem chinesischen Jiangxi oder mit den Peuschen im Süden Chiles? Und vergessen wir unsere schönes Großbritannien nicht. Was ist mit den Geschichten über die fledermausartige Frau, die manchmal über die Stadt James Church in Love fliegend gesichtet wurde? Was ist mit der Kreatur, die in manchen obskuren Zeugenaussagen als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versuchte, London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Was ist mit dem Nimrod, der mythischen Figur des ratlosen Vampirjägers, der manchmal von früheren britischen Ikonen als legendärer White Man beschrieben wurde, der sich nur vom Blut seiner Opfer ernährte und unbemerkt unter Sterblichen und Unsterblichen wandeln konnte? Meine Brüder, wenn wir auch nur für ein paar Augenblicke vergessen könnten, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir uns niemals sicher sein, was wir noch finden werden. Aus Die Enthüllung der Nacht von Asha Taltri, Primas von St. Paulus. Okay, sprich mit der Gönnerin. Wo finden wir sie denn? Eine Etage tiefer? Ja. Ach, da. Die ist draußen. Wie komme ich da hin? Hier lang. Ach, hier ist so. Gut. War das nicht, die sich gebeamt hat vorhin? I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Ich glaube, sie ist auch eine Good evening, Dr. Vampirin. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I Das ist diese Ashbury. In spite of the brevity of our encounter. Schön, sie zu sehen. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor.
I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Geht's aber gleich weiter. So, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Bitte fahren Sie fort. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ich kümmere mich darum. I'll take care of it. Because Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay, jetzt haben wir mit ihr geredet. Sprich mit Harriet im Krankenhaus. Machen wir gleich. Ich gehe ganz kurz auf AFK. Bis gleich. thought last summer's epidemic was difficult.
So, ich bin wieder da. Hab eine Kleinigkeit kurz geschlagen. Gut, dann gehen wir jetzt mal mit Harriet sprechen im Krankenhaus. Ach ja. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Halten Sie den Mund. Ich habe Fragen. Dr. Swansea is quite Kann ich busy, sagen, halten Sie jetzt mal Ihren and I Mund. need you to help me get acclimated. I have many questions. War, glaube ich, nicht so freundlich. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor soul's Boah, ist veil. die nett, ey. Es geht nicht um den Behandlungsfehler. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Okay. Sappho, Royalgarten Halltheater. Slide Fitch präsentiert Doris Fletcher. Sappho. Finde Schwester Pippa Hawkins, finde Schwester Dorothy Green, finde Schwester The Bryn. patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Das sind immer irgendwie alle draußen. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reid? I think of nothing else, my lady. My situation is delicate, and it occupies all my thoughts. The blackmail must stop. I need assurance. Wo sind die alle mal hier hin? Fear and disgust. The giant every morgue. street corner. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Eure Schwestern, die besucht. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Miss Jones war unsere Hilfe. Sie könnte uns die Wahrheit erzählt haben. She could have been telling the truth about the mysterious man.
that old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Okay. Miss Jones verdient unsere Hilfe. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps the Oh, old die hat throne Schach. alive. Wow, wie krass. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Okay, das ist mein Beweis, okay. Persönliche Fragen. Wie kommt das Personal zurecht? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Wieso gerade etwas gegen Ärzte? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. I don't know. But be warned. Milton is not the chatty type. Warum hat Milton so schlechte Laune? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Wie ist die Lage hier? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Reißen die sich zusammen? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Spanische Grippe wird nicht ewig andauern. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Jetzt habe ich alles eigentlich gemacht. Das Krankenhaus verlassen. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Und jetzt den Satz mal an. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, hat funktioniert. Wo ist diese andere Quinn? Wo ist diese Quinn? Das ist diese Pepper. Was ist in dem Schrank drin? Finde den Weisser.
It's locked. Ein vollendender Brief. Brimbrook Hospital, 2 November. Meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe, aber es schmerzt höllisch, allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen, Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Happy Fitclicks Kinder seid. Erinnert ihr euch an den Robert Chadwick, der größte Mann, den man mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren? Geht zu ihm und bittet ihn um ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich... Ja, anscheinend zurückkommen. I will not let you down, my boy. This hospital seems to be falling apart. Wo ist sie denn? But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Wenn ich wüsste, wo diese Quinn ist. Weil ich erkenne die ja durch diese blutverschmierte Kleidung. Oh, was sind die da alle? Alle weg? Geht's nicht weiter. Swansea. Unser Büro. Verstehe ich nicht. Zweite Flur. Komisch. Swansea. Wo rennen denn immer alle hier rum? Was ist das? Das ist wieder Pepper. They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare me. Wo sind die hier alle? Wer ist das? Good evening, Nurse Ah, das Bradley. ist die Good evening, Quinn. Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Krankenhauspersonal mit kriminellen Vorgeschichten. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Ihr Leben in London, da gibt's nichts. Persönliche Fragen. Tippett hat sie gelobt. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't.
Quinn ist laut Dr. Tippets als Schwester überqualifiziert. Quinn hat... Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Okay, it's he green. Green. Edgar Swansea hat mich gerade gebeten, Lady Ashburn aufzusuchen, ihr auf jede mir mögliche Weise zu helfen. Die Frau scheint Pemsbrook größer Wohltäterin zu sein und der Leiter kann es sich schlicht und ergreifend nicht leisten, ihre Unterstützung zu verlieren. Ich soll die Lady umgehend treffen, ihren Ruf zu schädigen. Niemand will, Es geht um ihre eigene Expressionsgeschichte und ich muss ihren guten Namen schützen. Natürlich zum Wohle des Krankenhauses. Wo ist diese Dorothy? Du bist die? Dorothy. What? Oh, er war... Wo ist er? And I thought last summer's epidemic was difficult. Die? At least that mistress of the top. Wer ist das hier? Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Someone's poached my blanket. Wer bist du? Good evening, miss. I'm Dr. Reid, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reid, if you must know, I'm a vampire. Ihr Leben. Die sind Vampire. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Beschreiben Sie mir dieses Gefühl. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Haben Sie von Cotard-Syndrom gehört? I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Sind Sie eine Patientin? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Ihre Feinde? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Wir kümmern uns Sie. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me.
Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reid. Wer sind sie wirklich? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ja, sonst finde ich von der nichts so. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Wo ist diese Dorothy? It's locked, all right. Finde ich die? Wo bist du? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ne, das ist die nicht. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Gleich hier, oder? Nicht der hier drüber. Was ist denn bitte schön Ihr Bereich? Im Leichenhaus? Nö. Da offen? Ich verstehe nicht, wo sich jetzt hier aufhängen. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Komisch. Wo ist die denn? Ah, guck mal. So kann ich es auch herausfinden, wo sich abspielt. Okay, Moment. Ist irgendwo da unten. Hier ist Hawkins. Hier ist doch diese Hawk... Ne, Dorothy. Ach Gott, Dorothy. Harriet Jones. TBs.
Pembroke is so lucky to have Dr. Reid, you know. I met him in New York once. If only there were more of us. Less resignation and more determination. Vielleicht finde ich die so irgendwie. Someone's poached my blanket. Oh, the cold will be my death. Hawkins. Ach Gott. Weil so finde ich die irgendwie. Mortimer Guswick. TB. Ist echt komisch. Ich hab gar kein Mensch. Wo befindet die sich? Don't come closer! Over there! Quarantäne, okay. It's locked. Schon. Schillinger? Nee. Ich verstehe es nicht mehr. Wo soll die denn sein?
komme ich denn da hin? Richtig. Good evening, Nurse Branning. Immer die. Ich finde immer nur die. Goodbye, Nurse. Call Die me war if halt you alles need alleine. Oh Mann, wo ist denn die Dorothee? I cannot enter. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. Ja, kenn I've ich lost my nicht. mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reid from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... Well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Ihren Bereich Too many rats by finden. the Ja, water. toll. Wo ist Ihr Fucking Bereich rats. denn dann? Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Über sie selbst. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. Über Ihren Freund. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Wo ist Ihr Freund? Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Was tun Sie hier? This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reid. Ich versteh's nicht. Ich habe alles schon hier geguckt. I will not let you down, my boy. Was ist das? Good evening, sir. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick.
Could you Ja. check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a Verstehe ich physician. auch nicht. Ja, es bringt mir jetzt nichts, mit der zu reden. Goodbye, Mrs. Goswick. I'm all right. Don't waste your time with me. Wer bist du? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reid. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reid. Nee, ist auch nicht. Goodbye, Dr. Strickland. Ich verstehe das nicht. Ja, wie war das nochmal mit dem Blut? Unbekannt. Ashbury. Unbekannt. Auscrow. Unbekannt. Dr. Strickland. Papa Hauptkind. Gibt's ja auch sonst kaum. Harry Jones, Velvet. Ist echt komisch. It's locked, all right. Hier ist jetzt gar kein Mensch. Hm. Ich sehe immer nur dieselben. Pembroke is so lucky to have Dr. Reid, you know. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I wish I could say the same for the others. Is our little mystery closer to being solved, Dr. Reid? I think of nothing else, my lady. My situation is delicate, and it occupies all my thoughts. The blackmail must stop. I need assurance.
Hier war doch eben Auge. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge Ich me, rede jetzt and I einfach mit won't allen judge you. nochmal. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reid. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Ihr Leben in London. Ihr zweifelhafter Beruf. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reid. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Waffen schmuggeln. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Wie ist die Lage hier? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Was ist Ihr Beruf hier? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Wie ist die gesundheitliche Lage hier? Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Sie haben wohl einiges durchgemacht. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Persönliche Fragen. Schwester Pippa überlegt zu kündigen, sie erpressen andere Patienten. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Sie erpressen andere Patienten. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Persönliche Fragen. Okay. Goodbye, Milton.
Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fellow. Damn. The pain. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Fragwürdige Geschäfte. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows everything. Especially what she shouldn't. Über Miss Hawcroft Krankheit. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Sie lassen sich von ihr beißen. Sie ist beißen? So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Sie ist psychisch gestört. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Oh, letztes habe ich noch nicht geschafft. Shit. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. Können wir mit dem auch reden? Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reid, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Ich will jetzt mal mit jedem Patienten. Now all I need to do is rest. Ob ich da jetzt was finde, weiß ich nicht. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Kann ich mit ihr wieder nicht reden? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Erzählen Sie von Thomas Elwood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Wollen Sie ihn zu einem Vampir machen? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Führen Sie eine Beziehung? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Das ist schon echt komisch, dass ich nirgendwo diese Dorothy finde.
time has lost its effect on me. But the suffering Ich continues. war lange nicht mehr so sprachlos, dass ich mal weiß, wohin hier. Oh Mann. I wish I could be sick again. Diese Schwester ist hier irgendwie nie. Ich finde sie gar nicht. With the fever. Hm. Ist echt doof. Ist immer dieselbe hier. Echt nicht einfach. Wo soll ich es denn befinden? Ich verstehe das nicht. Faded walls are all I have to offer as a final resting place. I cannot enter. Ich war jetzt hier auch überall. They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Simpletons, these Queen. nurses. Bred with Spare no your respect. obedience. It's only a matter of time before the Pembroke closes its doors for good. Can you remind me why we still work here? Dr. Reid will help straighten things out in Pembroke, remember? I, for one, am still waiting to see it. Well, that's reassuring. Believe me, it gives me courage. Bereich. Ja, hier ist irgendein Bereich, aber...
Aber in der Leichenhalle? Ich glaube nicht, oder? Das wäre ja echt komisch. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann weiß ich auch nicht mehr. Muss ich kurz bitte nachschauen. Echt komisch. Ich gucke jetzt mal kurz im Internet. Da ist die Dorothy. Das war doch dieser eine am Anfang. Aber das Problem ist... Wo ist sie? In dem Bereich. Okay. Soll die in dem Bereich hier suchen? Okay. You're sure you don't come back with me? Ah, da ist sie. Ich hab sie gefunden. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse Eine ganz wichtige available. gefunden. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ha, gefunden. Finde den Gangster in der Kanalisation. Das hat bestimmt Dreck anstecken.
Hoppla, Kanalisation. Jetzt nicht so gut dran. Kaliumpermanganat. Oder so. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Hier sind auf jeden Fall Blutspuren. Da waren dann noch Schillinge. Ich habe so viel Waffen, aber ich kann immer nur das Messer benutzen, aber solange ich doch hier durchkomme, ist das perfekt. Der Bann des Drachen. Der Bann des Drachens. Mit Blick auf die Bruderschaft von St. Paulus Stola rate ich dazu, diesen selbsternannten Gelehrten der argwöhnisch gegenüber überzutreten. Ja, die meisten von ihnen sind tatsächlich umgänglich und respektvoll, wenn sie sich uns nähern, aber es wäre töricht für einen verschworenen Kreis wie ein Askalon-Club offen über unsere Ziele, Mitglieder und Bräuche zu erzählen. Ich möchte all unseren Mitgliedern daran erinnern, dass die Bruderschaft selbst alt genug ist, um einige geheimnisvolle Traditionen zu pflegen. Laut einigen Informanten könnte eine dieser Traditionen ein Ritus namens der Mann des Drachen sein. Es scheint, als würden die Brüder von St. Paulus, wenn sie auf einen besonderen, gewalttätigen und blutrünstigen Unsterblichen treffen, diesen Fluch anwenden. Was er genau ist, ich weiß es nicht. Existiert er wirklich? Ich weiß es auch nicht sicher. Ich weiß allerdings sicher, wann immer ein feindlicher, rachsüchtiger Vampir London heimsuchte, verschwand er spurlos, nachdem die Bruderschaft den Fluch gegen ihn richtete. Der treue Vergal Banscha war selbst nie dumm genug, um die Bruderschaft offen zu provozieren.
Die Lektion, die wir lernen müssen, ist, werdet nie von der Bruderschaft als Drachen angesehen. Aus Die Gesetze von Askalon von Lord Redgrave Grinter. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. I have sorry. this thirst for blood. What sort of creature is this? Ich sehe hier gar nichts. Hallo, ich sehe hier nichts. Das war knapp. Ich soll doch Blutprobe nehmen. Here's what's left of him. Schwester Dorothys Gutschein. Sind Sie krank? Mittellos? Wer Sie auch sein oder wie Sie auch herkommen mögen, suchen Sie Dorothea auf, um Hilfe zu bekommen. Keine Tricks, keine Kosten, keine Fragen. Suchen Sie einfach Darius Bledescos Haus auf und zeigen Sie diesen Gutschein vor. Ich kann kein Rumänisch. Dasha und T wollen was Sie nur Valenti Bani. Oh, das ist gar nicht schlimm. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Begib dich nach Whitechapel. Wo ist Whitechapel? Einen Bürger retten. Erstmal plündern. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reid, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Hallo, wir haben ihnen geholfen. Take a deep Ein breath bisschen and tell me your netter. name. Okay. Wir hätten sie auch sterben lassen I'm Oswald können. Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. Das ist der It's eine quite Freund invigorating. von dem. I'm sure you'll feel better if you do. Ein Kopfschmerzen. Du hast einen Bürger gerettet. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinen Bezirk zurückgekehrt. Aber ich sollte, glaube ich,
vor. Ich muss hier hoch. Wo muss ich denn jetzt hin? Du. Okay. Wie komme ich jetzt hier hin mit dem Boot, oder? Oh, ist doch hier oben. Wie komme ich da hin? Kann ich nicht einfach mit dem Boot fahren? Hier ist ein Boot. Wie komme ich auf die andere Seite? Das war richtig hier. Okay. Da geht's dann weiter. Ja, sieht richtig aus. Und da hier der Musik. Ah, wir sind hier, Windschable. Hier lang, oder? Mhm. Oh. Euer Ernst? Dann wird mir doch gefressen von dem. Oh, ich komme nicht gegen die an.
Überall diese. Ich sterbe gleich. Aber ich muss ja in diese Richtung. Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Und um ein paar Fähigkeiten hochzuhauen. Was habe ich hier alles noch? So, machen wir uns ein bisschen unsere Fähigkeiten hoch. Das habe ich ja schon. Du wirst eine natürliche Bewegung in Richtung deines Ziels versucht, Schaden mit der Landung. Du kannst 3 Sachen mit dir tragen. Missionstasche. Aber wie benutze ich denn meine Knarre überhaupt? Oder warte mal. Ich setze mal kurz meine Cam zur Seite. Vielleicht habe ich da ganze Zeit ja, ich habe schon gedacht, ich bin hier im Weg. Deswegen wundert mich ganz, warum ich keine Waffe nehmen kann. Oder? Aber trotzdem nichts. Ich gehe mal draußen hin.
Okay, so könnte es vielleicht schaffen. Warum kann ich keine Waffe nehmen? Verstehe das nicht. Okay. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Okay, okay. Aber ich will die als... Ich will die als Hauptwaffe haben. Doch. Mit der Waffe ist ja so doof. Was soll man da zielen? Oder man nur Schrot erhält. Ja, so kann man das auch machen. Hier habe ich hier so Attacken. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's Finde life. Darius Predesco, sprich mit Let's ihm. find this Petrescu fellow.
Bonbon. Ja. Ja, der hat mitgezählt. Ach, hier. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Finde Hinweis darauf, was Dario Predesco im Schilde führt. Nein, ich glaube. No one's there. Hinweise. Kann man hier drüber? Komm ich auch nicht rein. Was für Hinweise. When science fails you, this elixir will give you faith again. Vielleicht können wir mit ihr ja reden. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really?
Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Suche nach Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Ihr Leben in London. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Wie geht es den Anwohnern, Leute, denen ich aus dem Weg gehen sollte? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Wie geht es den Anwohnern? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Ihr Leben in London. Ne, das geht nicht. Persönliche Fragen. Okay, wir sind eigentlich hier durch, oder? Oh. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. When science fails you, this elixir will give you faith again. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reid, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Was ist denn hier los? Hallo? A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Brauchst du einen Backrahmen? Good evening, Ben. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reid. Was war denn das eben? Ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Ihr Leben in London. Erzählen Sie mal von dem Ort. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Haben Sie führten einst ein besseres Leben. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Haben Sie keine Familie? You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Okay. Was besorgt Sie? Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Haben Sie auf diesen Jungen geschossen? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. A gun,
Alcohol and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. Ich muss hier irgendwie Hinweise finden. Aber wie soll ich dann die Hinweise Even the flu is no match for the Swanborough cordial. komme ich da hin? It's locked, all right. Ah, so geht es, okay. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. It's locked. I must talk to that journalist. Finde die Anwohner von Voice. Befinde Richard Nithercott. Take a look. Don't be afraid. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reid. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Sie ist eine gute Schwester. Yes, she's a nurse, and quite a good one.
What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to Oh, England also ist fleeing nicht the ihr war, richtiger I was Name. told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Ah, ihr Leben in London. Wie läuft das Geschäft? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, So, I'm nach der losing money Beredung every machen day. wir auch Schluss, würde ich sagen. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Die Peterson haben ja spends his fast time gute 5 harassing merchants. Stunden. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Ja, ist doch super. Er hat das Ungewöhnliches bemerkt. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Gewalt, wurden sie verletzt? Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Gewalt nimmt zu. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Was hat er zum Handeln? Right then. Show me what you have. Warte, Munition ist das hier. Schmiermittel. Gut. Gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ich mache jetzt gleich mal auf groß. Was wollte ich noch? So. Okay.
An der Stelle machen wir jetzt auch Schluss. Echt cooles Spiel, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ein bisschen so The Vampire Masquerade, aber ja, aber soweit okay. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir haben jetzt 2 Kapitel gespielt. Die machen dann auch nächste Woche weiter. Morgen wird es kein Stream geben. Es ist wieder Sonntag. Und Sonntag machen wir ab 15 Uhr weiter mit Adams Adventure. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Da sind wir auch schon sehr weit gekommen. Und ja, am Sonntag werde ich dann auch den neuen Streamplan veröffentlichen auf Twitter und Instagram. Könnt ihr gerne nachschauen. Und das Video von dem Stream werde ich dann auch bei YouTube hochladen. Ihr könnt gerne vorbeischauen und einen Daumen oder Abo dalassen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten oder sonstiges oder habt viel Zeit. Genießt es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann am Sonntag in aller Frische wieder mit Adams Adventure. Dann macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Bis dahin.